Wir sind hier heute am Forbes Money Summit in Zürich und ich freue mich sehr, dass ich Wolfram Petracchi im Gespräch habe. Ich habe eben gerade deine Speech oder dein Gespräch gesehen und das Dachthema des heutigen Summits ist ja Kapitalismus neu denken. Was verstehst du darunter? Also unter Kapitalismus, das wissen wir ja, was wir darunter verstehen. Wir haben alle Marx gelesen, oder? Und das hat nicht funktioniert. Deshalb müssen wir neu denken. Aber die Schweiz ist ja prädestiniert dafür. Die Schweiz ist ja voller Kapitalisten. Aber nicht nur die Schweiz. Und das ist ja ein System, was offensichtlich funktioniert ja auch. Und ich bin ja auch ein Kapitalist, so gesehen. Ich male Bilder, ich verkaufe die für viel Geld. Das ist ja eigentlich die Reihenform vom Kapitalismus. Außer, dass ich natürlich irgendwelche Leute ausbeute dafür. Ne? Also ich hab mal vor 2, 3 Jahren habe ich einen Speaker gemacht da bei den deutschen Unternehmertagungen am Tegernsee. Da sind dann 2000 Unternehmer eingeladen, 500 dürfen kommen, mehr kriegen die dann nicht in das Hotel und so. Und dann kommen die dann alle, der Lanz, die Sabine Christiansen, der politische, weiß ich, Premier von Italien und der Chef vom MI5 und hat die ganze Mischpoke sitzt da und der Chef von der Bild-Zeitung und so. Ne? Ja, und wir, ne, meine Frau und ich. Und auch so einige, die auch schon ein bisschen Knast hatten, ne? Haben die ja auch teilweise. Und dann denkst du auch, wo bist du denn hier hingeraten, oder? Und dann auf der Fahrt dahin rief mich die Veranstalterin an und sagt, ja, Herr Petracchi, wir haben noch gar kein Konzept von Ihnen. Ich sage, Konzept? Ich mache kein Konzept. Ich sage, was soll ich für ein Konzept machen? Ich gucke mir die Leute an und dann fällt mir schon was ein, oder? Aber, habe ich gesagt, ich habe mir eigentlich mal überlegt, 500 deutsche Unternehmer, Großunternehmer. Eigentlich müsste man die mal richtig beschimpfen, alle. Das wäre doch ein Konzept. Und warum beschimpfen? Ja, warum? Weil die Leute ausbeuten. Ne? Das ist nun mal so. Das muss man sehr trennen. Den Kapitalismus oder das Unternehmertum hier in der Schweiz und in Deutschland. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und wo liegen deiner Meinung nach die größten Unterschiede? Die größten Unterschiede Wenn du liegen jetzt gerade natürlich, so Deutschland und die Schweiz liegen vergleichst. natürlich in der Bezahlung. Ich habe ja gesagt, Ausbeutung. Ja. Und das habe ich dann während der Veranstaltung auch mal gesagt. Habe ich gesagt, weil einer gab mir eine Steilvorlage und fragte mich dann, ja, haben Sie denn nicht am Ende doch zu viel bezahlt, also wegen dem Knast und so. Da habe ich gesagt, Moment mal, bezahlen, wenn wir da jetzt mal gerade von reden, ne? Die Leute, die für euch arbeiten, die verdienen wenig Geld. Die werden krank und alt, haben nicht mal ein Eigentum, kriegen eine Scheißrente oder ganz, ganz wenig wirklich und krepieren. Die zahlen alle wirklich viel. 70% der deutschen Rentner leben an der Armutsgrenze, heißt 1000 Euro. Ja? Und die Frauen, da wollen wir ja nicht drüber reden, wo die leben. So, und das habe ich gesagt, danach war Totenstille in diesem Saal, da waren die ganz schön angepisst. Ne? Kann mir vorstellen, aber lass uns gleich über das sprechen oder das aufpicken. Oder hast du nicht viel bezahlt dafür durch diese Gefängnisgeschichte? Oder Geschichte ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Jetzt rückblickend, ist das etwas, was du bereust? Oder sagst du, das gehört zu meiner Lebensgeschichte und das bin nun mal ich? Also das muss man trennen, insofern auf der einen Seite sind das die Bilder, die ich gemalt habe. Das bereue ich natürlich nicht, also definitiv nicht. Hat mir Spaß gemacht und war super. Ne? Was ich bereue, ist natürlich dieser kriminelle Akt mit der Urkundenfälschung. Aber weißt du, das ist ja auch nicht so entstanden, dass ich von Anfang an irgendwie falsche Signaturen gemacht habe. Irgendwann machst du mal eine und dann machst du mal noch eine. Und irgendwann, naja, ne, über die Jahre, Jahrzehnte, 40 Jahre fast. Ne? Und nie ist irgendwie ein Bild aufgefallen. Niemals, nichts. Ne? Weil es war nicht zu machen. Und wenn du jetzt aber zurückblickst, wenn du heute hier sitzt, ein bisschen ist deine Bekanntheit, also nicht ein bisschen, deine Bekanntheit ist natürlich durch das auch entstanden. Ja, ich wäre mir lieber, ich hätte keine. Wäre dir das lieber? Ja, natürlich, mir wäre viel lieber, das wäre nie rausgekommen. Dass es nie rausgekommen wäre wegen den Konsequenzen oder wegen dem Ruf und der Bekanntheit, den du Ja die gut, du da gekriegt nee, hast? wegen beidem. Also
Konsequenzen war ja Gefängnis und eine schwere Zeit, auch ein paar Jahre, wo es uns wirklich nicht gut ging. Das hätte man vermeiden können. Ne? Und ansonsten hatten wir ja ein tolles Leben. Ne? Ich meine, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich hatte ein tolles Leben. 14 Monate Urhaft. Ja, gut, das kann man wegstecken auch. Ne? Dann habe ich ja auch im Atelier, habe ich gemalt, gezeichnet. Ich hatte meine Zelle war ein Atelier. Und ich bin der einzige deutsche Strafgefangene, der aus dem offenen Vollzug, also aus dem Vollzug raus, eine eigene Fernsehserie gemacht hat. Das muss man auch erstmal 15 schaffen. Filme für Dreisat Schweiz. Ne? Ja, ja, und die Bücher, Bestseller, alles. Der Dokufilm hat die Lola gekriegt und so weiter. Und alles nur super. Eigentlich aus dem entstanden. Das ist eigentlich schon auch verrückt, wenn man das sagt. Jetzt hast du vorhin gerade erwähnt, ja, das steckt man dann weg. Was braucht es, dass man sagt, hey, das ist nun mal so, muss ich durch, ich stecke das jetzt weg. Aber ich glaube, du hast auch das Talent gehabt, daraus etwas Positives zu schaffen. Was braucht es dafür für Charakterzüge? Ja, ich glaube, also man muss wissen, das Gefängnis, auf jeden Fall in Deutschland, ist der schlimmste Ort, den man sich vorstellen kann. Und der gefährlichste auch. Wirklich. Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das ein bisschen Da beschreiben? sind Leute, die sind bös, abgrundtief böse. Gibt's ganz viele. Ne? Und damit wirst du konfrontiert. Und die brauchen auch keinen Grund. Ne? Also das ist schon sehr schwierig. Und wenn man keinen Schutz hat, bei mir war das wichtig, weil ich war ja überall in der Zeitung und die wussten, wer ich war und viel Geld im Spiel. Ne? Da muss man sich schützen. Und ich hatte 2 Hells Angels in dem Gefängnis? Haus, wo ich lag. Da waren 70 Gefangene drin. Ja. Und die habe ich gezeichnet und dadurch hatte ich den Schutz. Sie haben dich dort beschützt? Ja, die brauchen gar nichts sagen. Das Es reicht, wenn die einmal mit dir über den Hof gehen. Okay, Reicht. sehr spannend. Und das hat dir keine Angst gemacht? Nein. Ich bin absolut angstfreier Mensch. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, habe ich schriftlich. Ich habe mich Wie kann man das untersuchen lassen. schriftlich haben, dass man angstfrei ist? Ich hatte einen Analytiker, der nach dem und während des offenen Vollzugs mit mir eine Analyse gemacht hat, der auch mit Kunst zu tun hat, ein Professor aus Frankfurt, und der hat das festgestellt. Ich habe immer schon so den Verdacht gehabt, ich fühle mich unwohl in bestimmten Situationen und es ist mir komisch oder so, aber ich kann es nicht als Angst definieren. Also andere Leute müssen das wohl anders empfinden. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Also wenn mich zum Beispiel jemand überfällt, sowas ist mir passiert schon mal in Marokko und auch andersweitig mal in meinem Leben. Ich gucke mir das dann an, aber ich habe keine Angst. Ich überlege nur, wie kommst du jetzt hier raus oder wie kannst du dich wehren? Okay, das ist beeindruckend. Nee, das ist eigentlich gar nicht so gut, wenn man keine Angst hat. Da kommt man schnell in seltsame Situationen auch. Ich kenne das andersrum, also ich bin tatsächlich auch jemand mit wenig Angst zum Glück, aber manchmal kann es schon auch passieren, dass man durch das etwas nicht wagt, was man grundsätzlich eigentlich wagen sollte. Ja, oder aber auch andersrum. Ne? Wenn man einen Gast wie dich hat oder einen Gesprächspartner wie dich, dann hat es da viel Geschichte dahinter, viele Erlebnisse und Erfahrungen. Was mich aber sehr brennend interessiert ist, was sind deine Pläne für die nächsten 15, 20 Jahre? Was brennt da noch, was du noch machen willst? Ich oder? bin schon 73. Ne? Also, Will nichts heißen. ja, ich weiß, wie alt ich werde. Aber das ist ich habe das ja heute mal angesprochen, dass ich nachher ein Werk von 300 Bildern habe. Das kann man sich ja dann ungefähr ausrechnen. Wo ist der Stand aktuell? Das habe ich. Der Stand aktuell ist so bei 140, 120, Und waren etwa 10 Bilder pro Jahr, war das etwa so? Okay. also Gemälde. Ja. Also ich werde 89. Das weißt du jetzt schon. Ja. Ja. 89 und dann hast du das Ziel von den 300 Bildern erreicht. Okay. Und ich mache ja auch nicht nur Bilder, ich mache ja auch Beschreiben, ich mache auch Film, alles Mögliche. Ja. Hast du mit dem Malen begonnen? Also gehen wir mal zurück. Wir haben vorher über Kinder und Talent gesprochen. Wann hast du angefangen zu malen? Mit 12. Also richtig. So richtig. Ja, das war ja damals, muss ich überlegen, mein Vater war Kirchenmaler und der wollte immer, dass ich auch den Job mache. Ja. Und er hat dann, ich war zu dem Zeitpunkt ja auf der Schule und in Deutschland nur vormittags. Und dann musste ich nach der Schule mittags
musste ich immer auf die Baustelle. Das war immer so im Landkreis, da konnte ich dann hinfahren, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus und musste dann mit ihm arbeiten. Warum ich das frage, ist, was mich brennend interessiert bei allen Künstlern, dieser Drang, das zu tun. Woher kommt das? Also man spricht manchmal über Talent und ich bin so ein bisschen skeptisch bei dem Begriff Talent. Ich auch. Woher kommt das, dass man das machen muss und das nicht sein lassen kann? Also das war bei mir gar nicht so. Nee, ich hatte gar keinen Bock drauf, weil die anderen sind Fußballspiel gegangen und so und ich musste da arbeiten gehen nach der Schule. Das war nicht so witzig. Ich habe allerdings im Rückblick natürlich, habe ich in den 5 Jahren, bis ich 17 war, viel gelernt. Ne? Ich konnte jetzt, als ich diesen Vortrag gehalten habe in der Stiftsbibliothek in St. Gallen über die Fresken, ich konnte den Leuten das natürlich genau erklären, wie man sowas macht. Weil ich selber da oben gelegen habe. Und das schon als Teenager? Ja, mit 15 habe ich das schon gemacht. Mein Vater hat gemerkt, als ich so 12 war, dass ich irgendwie da anders bin. Und ich habe dann auch für ihn schon mal was gemacht. Also der hat immer Kopien gemacht von alten Meistern und so, Niederländer. Deshalb bin ich auch so erst auf diese Schiene gekommen. Und dann habe ich ihm schon mal was verbessert und gesagt, nee, so geht das nicht. Und das sieht doch mal komisch aus. Und, so, ne? Und bei uns haben alle gemalt. Also meine 2 Schwestern haben auch gemalt und mein Bruder hat später auch noch Malerei studiert. Mein älterer Bruder. Ich habe erfahren, deine Tochter. Und meine Tochter malt auch, ja. Irgendwann kam ja dann der Zeitpunkt, dann erwachsen, du hättest es auch aufgeben können und entscheiden, ich möchte etwas anderes tun. Das war einfach so, als ich mit 17 bin ich vom Gymnasium geflogen und da hatte ich gar nicht die große Auswahl. Ne? Und dann hat meine Mutter, und ich wollte eigentlich Filmregisseur werden, sowas. Ich hatte immer schon so eine kleine Kamera, ein Doppel 8, damals mit 15 schon. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, weißt du, ich guck mal, ich erkundige mich. Und dann hat sie gesagt, nee, ich habe geguckt, du musst 21 sein, um das zu studieren da. Da habe ich gesagt, 21, ja verdammt, das sind noch 4 Jahre. Sagt sie, dann mach doch jetzt in den 4 Jahren das, was du sowieso schon kannst. Und dann kannst du ja immer noch auf die Filmakademie gehen. Er hat mich auch mein Leben immer begleitet, Film, ne? Immer. Und ja, da habe ich gesagt, na gut, dann, aber ich hätte eigentlich ja auch ein Abi haben müssen. Ne? Dann habe ich eine Sonderbegabenprüfung gemacht an 2 so Kunstschulen und dann konnte ich da studieren. Aber ja, das hat mir auch Spaß gemacht, natürlich. Aber ich war in der Zeit schon, als ich dann so 17, 18 war, ich war das, was man so als Freak bezeichnen könnte. Ich war ein richtiger Freak. Ich war immer unterwegs und ich bin auch in so einem Umfeld aufgewachsen da. Und auch meine Freunde, und also das war schon eine schräge Gegend auch. Und dann bin ich immer unterwegs gewesen. Ne? Ich bin mit 15 schon, bin ich auch so nach Barcelona und habe da Pflaster gemacht. Hat kein Mensch gemacht zu der Zeit, Pflaster gemacht. Da war 1966. Ja. Und bin dann natürlich monatelang nicht in die Schule gekommen. Und lauter so Sachen. Ne? Dann habe ich gekellnert mit 16 schon in der Stripbar. Meine älteste Schwester war Stripperin, als sie jung war. Ja, irgendwie ist das in der Familie scheinbar. Ich habe da aber nur gekellnert. nicht gestrippt. Da musst du dir vorstellen, dann fährst du morgens um 5 im Omnibus dann wieder in diese kleine Kreisstadt und an der Schule sitzt du da mit den Jungs, die so alt sind wie du und die reden dann drüber, dass sie sich vielleicht mal verloben wollen oder dass sie mal irgendein Mädchen ansprechen oder so. Und ich habe die ganze Nacht in dieser Stripper verbracht. Das waren schon Sachen. Und dann bin ich nach Amsterdam gegangen, 71. Das war auch, da wurde es dann langsam immer schlimmer mit den Drogen und so. Ne? Das war schon aufregend. Also ich hatte ein wirklich aufregendes Leben und auch sehr schräg. Und dann habe ich dann meine Frau kennengelernt, 92. Da war ich aber schon wieder ganz clean. Also 85 habe ich aufgehört mit allen Drogen, auch mit Rauch, mit allem. Von einem Tag auf den anderen. Und dann sonst hätte ich meine Frau gar nicht kennengelernt. Dann habe ich die kennengelernt und dann haben wir dieses Business nochmal 20 Jahre zusammen gemacht. Ja, ungefähr. War das für Sie schwierig? Hat sie das von Anfang an gewusst oder hast du sie irgendwann mal... Ich habe es ihr nach einer Woche gesagt. Okay. Sehr schnell. Ja. Weil es ging nicht anders. Ne? Die musste sich ja entscheiden, will sie dann mitmachen oder nicht. Ne? Ja. Man könnte mit ihr Stunden genau, sich unterhalten. Also vor allem auch dieses bewegte Leben mit all diesen verschiedenen Facetten.
Und da möchte ich dich bitten, ein abschließendes Wort für die Leute da draußen zu nehmen, um nochmal zurückzukommen auf den Forbes Money Summit und Kapitalismus neu denken. Gibt es da etwas, was du den Menschen ans Herz legen möchtest, wenn es um Kapitalismus geht? Ja, also es gibt zwei Dinge auf jeden Fall, die man den Menschen immer sagen soll. Lasst euch nicht verarschen. Besteht darauf, dass er wirklich anständig bezahlt wird und eine anständige Altersversicherung hat. Und kauft nur Bilder, die euch gefallen. Sehr gerne, das nehme ich mir sehr, sehr gerne zu Herzen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch und ich wünsche noch einen ganz schönen Money Summit, den Resten davon.